Gut, sehr geehrte Bürger, liebe Mitglieder und Unterstützer und sehr geehrte Interessenten, als Abgeordneter des Wahlkreises Hohenlohe heiße ich Sie ganz herzlich heute hier an diesem Abend willkommen. Besonders begrüßen möchte ich an dieser Stelle unsere Mitglieder, die heute auch für ihre Sicherheit heute da sind und als Ordner zur Verfügung stehen. Ich hoffe, Sie verstehen mich gut. Und als weiteres begrüße ich ganz herzlich die Frau Griesinger von der Hohenloher Zeitung. Schön, dass Sie da sind, Frau Griesinger. Frau Griesinger hat ja schon des Öfteren über das Künzelsauer Krankenhaus berichtet. Da werde ich ja heute auch ein bisschen was noch dazu sagen. Ebenfalls möchte ich mich ganz herzlich bei der Polizei bedanken, die hier für die Sicherheitsvorkehrungen in vornherein zuständig waren und auch einen guten Job gemacht haben. Dafür einen herzlichen Dank. Und es ist schon immer wieder erstaunlich, dass selbst bei solchen bildungspolitischen Veranstaltungen, sachlichen Veranstaltungen, dass selbst hier Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden müssen. Und es ist aber auch kein Zufall, meine Damen und Herren, denn unsere politischen Gegner versuchen natürlich, uns damit zu isolieren. Und wir wurden leider schon mehrmals von Gaststätten ausgeladen, weil unsere Wirte eingeschüchtert worden sind. Und es wurde mir auch an diesem Abend mitgeteilt, dass viele Bürger heute da sind, die unsere Veranstaltung stören möchten. Und ich habe ja einige gesehen, die ich zufällig auch getroffen habe von den Grünen, von der SPD und so weiter. Sie sind alle herzlich willkommen, wir scheuen uns keiner Diskussion. Sie dürfen gerne zuhören, Sie dürfen auch zum Schluss der Veranstaltung, da gibt es eine Fragerunde, da dürfen Sie wirklich Ihre Fragen stellen und damit haben wir überhaupt kein Problem. Aber was nicht geht, ist hier die Veranstaltung zu sprengen oder zu stören. Das ist wirklich undemokratisch und ich glaube, unter uns Demokraten muss sowas einfach nicht sein. Und ich möchte noch einmal betonen, nicht wir haben die Deutschland gespalten, sondern Frau Merkel und ihre Politik. Und nicht wir sind verantwortlich für steigende Kinder- und Altersarmut und wir sind auch nicht verantwortlich für mehr prekäre Arbeitsverhältnisse und Leiharbeit, sinkende Rente und die völlig verfehlte Migrations- und Entwicklungspolitik. Machen Sie sich wirklich, auch unsere Freunde aus dem linken Spektrum, machen Sie sich Gedanken darüber. Nicht wir sind dafür verantwortlich. Dann möchte ich noch meine zwei Fraktionskollegen ganz herzlich begrüßen. Einmal Udo Stein aus dem Nachbarwahlkreis Schwäbisch Hall. Und auch unser Kollege, mein Fraktionskollege Dr. Rainer Walzer aus dem Wahlkreis Bruchsal bei Karlsruhe. Während Udo heute und meine Wenigkeit heute ein bisschen über die Kreisthemen berichten wird unser Experte Rainer Walzer, ein Experte im Bildungsbereich, auch ein bisschen dazu erzählen. Er wird dementsprechend die Bildungspolitik der Landesregierung auseinandernehmen und glauben Sie mir, als langjähriger Lehrer mit 30 Jahren Berufserfahrung hat er reichlich Munition. Auch seine diesjährige private Reise auf die Halbinsel Krim wird Thema sein. Dr. Walzer hat dort viele interessante Gespräche und Beobachtungen gemacht und die weicht auch ein bisschen ab von der antirussischen Berichterstattung auch hierzulande. Mich fragen ja immer die Bürger, wenn die Landes- oder Bundespolitiker wieder irgendeinen Mist bauen, ja, warum tut ihr nichts dagegen? Dazu muss ich ja gleich mal sagen, wir sind zwar die stärkste Oppositionsfraktion im baden-württembergischen Landtag, wir sind 20 Abgeordnete, aber wir haben eine grün-schwarze Landesregierung und diese hat sozusagen die Mehrheit und diese Regierung kann auch entscheiden. Sie kann alleine entscheiden, die Opposition wird halt des Öfteren, die Anträge und die Gesetzesentwürfe und so weiter werden eigentlich nahezu immer abgelehnt. Wir werden auch im Parlament durch die 4 anderen Fraktionen, isoliert, geschnitten, wie man es auch immer nennen möchte. Die meisten Anträge, Gesetzesentwürfe, die wirklich sehr sachlich sind, werden einfach pauschal abgelehnt. Und trotzdem gibt es immer wieder kleine Erfolge und die möchte ich auch heute ein bisschen berichten. Also
Gerade der Landkreis Hohenlohe leidet ja unter einer sehr schlechten Infrastruktur. Und um das zu ändern, bin ich ja auch in den Verkehrsausschuss des Landtages gegangen, um über solche wichtige Themen auch zu sprechen. Für 2017 hat das Land Baden-Württemberg 107 Millionen Euro für die Sanierung der Landesstraßen zur Verfügung gestellt. Baden-Württemberg hat ca. 9.700 Kilometer Landstraßen. 2014 hat das Land knapp 300.000 Euro für die Sanierung gegeben, 2015 waren es dann 680.000, 2016 waren es 1 Million und 2017 sogar ganze 2,6 Millionen. Das heißt, der Regierungswechsel von Grün-Rot zu Grün-Schwarz hat ein wenig was gebracht, aber trotz der Erhöhung der Mittel lebt die Landesregierung nach wie vor von der vorherigen Substanz der Verkehrsinfrastruktur. Letztendlich muss da deutlich mehr investiert werden, da muss einfach viel gemacht werden. Unsere Infrastruktur sieht wirklich sehr, sehr schlecht aus. Und vielleicht kennen Sie in diesem Zusammenhang auch die L1051, das ist ja die Straße hier zwischen Neufels und Neuenstein. Auch da ist die Straße ja wirklich, man kann es fast so sagen, es ähnelt der dritten Welt, Straßen in der dritten Welt. Und nun kam am 16. Oktober ja die glorreiche Meldung von der Stimme, dass diese Straße auch saniert wird. Und ich denke mal so, meine kleine Anfrage ist auch ein Tag vor dieser Meldung in der Stimme dann auch erschienen. Und daher bringt es auch was, als Opposition immer wieder nachzuhaken, auch immer wieder den Regierungspräsident Herr Reimer auch immer wieder darauf anzusprechen. Herr Reimer, nutzen Sie die Straße, fahren Sie über die L1051, die Straße ist wirklich sehr, sehr schlecht. Und wenn man sich das betrachtet, wie so eine Straße bewertet wird, da gibt es Straßenbewertungen, die sind auch vom Land auch vorgegeben, welche Merkmale dieser Straße auch angeschaut werden. Und wenn man dann diese Grafik von dieser Straße anschaut, die zeigt halt ein eindeutiges Bild, dass diese Straße wirklich ganz, ganz schlecht ist. Ja, also wie schon gesagt, wichtig ist, dass man als Abgeordneter immer wieder bei der Landesregierung über solche Situationen wie hier im Hohenlohischen immer nachfragt. Die gleiche Situation hatten wir auch bei der Aufblähung, der Fahrbahnaufblähung bei Walchenburg. Da habe ich auch einen Antrag gestellt, wollte damit in den Ausschuss, in den Verkehrsausschuss gehen und damit mit dem Verkehrsminister natürlich diskutieren, warum diese Straße aufgebläht ist und noch nicht saniert wurde. Ist ja auch ein Sicherheitsrisiko für die Menschen, für die Bürger in Hohenlohe. Und was erfreulich war, dass nachdem ich meinen Antrag eingebracht habe, 3 Tage später das soweit dann tatsächlich die Sanierung auch dann angegangen wurde. Das ist doch auch mal erfreulich, dass man auch hier einen kleinen Erfolg erzielt hat. Natürlich ist festzustellen, dass man derartige Sanierungsfälle als Regierung eigenständig angehen sollte. Und hier kommen wir auch zum nächsten Punkt. Wie bereits gesagt, beispielsweise die Straße, die L1048 in Feuchtenberg, wenn man oben hinausfährt, auch da ist damals aufgrund dieser Bewertung, aufgrund der Zustandsbewertung der Straße, einfach diese Straße von der Prioritätsliste des Verkehrsministers einfach heruntergefallen. Dann habe ich natürlich nachgefragt, Herr Minister, wie kann denn das sein, dass diese Straße einfach von dieser Liste verschwindet? Letztendlich ist mir die Landesregierung bis heute noch Antwort schuldig geblieben. Also so wie ich das dann letztendlich erfahren habe, war das so, dass eine andere Straße aus einem anderen Kreis noch schlechter geworden ist, und so ist diese Straße bei Feuchtenberg, die ja sehr berüchtigt ist, L1048, ist dann heruntergefallen. So war dann die Erklärung. Ist eigentlich schade, aber so wie ich das jetzt auch wieder mitbekommen habe, wird diese Straße 2019 hergerichtet, und das ist doch wirklich ein tolles Zeichen, dass es endlich angegangen wird. Das gleiche gilt auch für die B19. Ich glaube, jeder von Ihnen, der auf der B19 morgens zur Arbeit fährt, egal zum Wirt oder wo auch immer, das ist ja auch ein Graus, was mit dieser B19 los ist. Da werden immer mehr Ampeln hingestellt, die Verkehrsdichte nimmt immer mehr zu. Es braucht dringend einen 4-spurigen Ausbau dieser B19, und ich glaube, da sind wir uns auch alle einig.
Doch wieder mal läuft hier leider nichts. Und die plumpe Antwort auf meine Anfrage der Landesregierung war einfach, es wird halt geprüft. Und naja, es ist halt leider nicht sehr erfreulich. Aufholbedarf gibt es auch bei der anderen Infrastruktur, der Breitbandausbau und auch der Mobilfunk. Das ist ja auch ein heikles Thema hier bei uns im Hohenlohischen. Ich weiß nicht, ob hier jemand aus Krautheim anwesend ist. Ist hier jemand aus Krautheim? Sehe ich jetzt nicht. Aber dort haben nur genau 21,3% der Haushalte schnelles Internet mit einer Geschwindigkeit von über 30 Mbit pro Sekunde. In Eberbach und anderen Teilorten muss man sich vorstellen, die haben nicht mal Mobilfunk. Die können nicht mal ihr Mobilfunktelefon benutzen. Auch in anderen Teilorten ist es das gleiche Spiel. Das müssen Sie sich echt mal vorstellen. In Zeiten der Digitalisierung sind solche Zahlen natürlich ein erhebliches Problem. Einerseits mindert es natürlich die Lebensqualität vor Ort bei den Bürgern, andererseits wirkt sich so etwas aber auch negativ auf den Wirtschaftsstandort, auf unseren starken Wirtschaftsstandort Hohenlohe aus, denn die Industrie ist zunehmend auf schnelles Internet angewiesen und ich glaube, das wissen auch viele, die vom Gemeinderat da sind, was das immer für ein großes Thema ist und wir wissen auch, dass hier was getan werden muss. Wir haben nämlich hier in der ländlichen Region ein Marktversagen. Erst dann kann die Gemeinde tätig werden und es zieht sich normal in der Regel um die 2 Jahre. Ich höre immer wieder die Bürgermeister da sich beklagen, aber da muss der Bund nun mal das daran ändern, an dieser Situation, dass wenn ein Marktversagen klar eintritt, dass da sofort gehandelt werden kann. Denn an Geld liegt es in der Regel nicht. Und ein weiteres Thema, was ich auch noch gerne hier ansprechen möchte, ist natürlich die Gesundheitsversorgung in Künzelsau. Ich weiß nicht, viele Menschen sind ja informiert, was mit Künzelsau ist. Auch ich habe mich ja auch an den Demonstrationen, auch Herr Sacknuss ist ja auch anwesend, für den Erhalt des Krankenhauses beteiligt und ebenfalls mehrmalige Anfragen an die Landesregierung gerichtet. Ich habe auch einige Briefe an die Kreisräte geschrieben, die vielleicht auch anwesend sind, einzelne. Und da möchte ich auch nochmal ausdrücklich der Vereinigung der Bürgerinitiative Wir sind AK danken, die dieses wichtige Thema wirklich in die Öffentlichkeit, in die Schlagzeilen gebracht hat. Das betrifft uns nämlich alle. Doch es hat alles nichts genützt. Die Landesregierung sowie die Krankenkassen wollen die Schließung von Krankenhäusern und sprechen sich eindeutig für die Zentralisierung aus. Da kann auch die Landesregierung noch so oft behaupten, dass es keine Qualitätseinbußen in der Gesundheitsversorgung geben werde. Jeder weiß, dass es nicht der Fall ist. Man kann viele Fehlentscheidungen schönreden, aber bei einer Ausdünnung der Krankenhausversorgung, der Krankenhausdichte in einer unglaublichen Haushaltslage wird das wirklich unglaubwürdig. Wenn nun chronisch Kranke zu jeder Behandlung eine noch längere Strecke zu dem Krankenhaus fahren müssen, ist das sehr wohl eine Einschränkung der Gesundheitsversorgung. Und wenn berufstätige Verwandte aus Zeitgründen nicht mehr so oft ihre kranken Angehörigen besuchen können, wirkt sich dies ebenfalls negativ aus. Denn die mentale Gesundheit hilft auch der körperlichen Gesundung. Jedoch sind auch das Faktoren, denn der Großstadt Grüne, der zur nächsten Klinik nur 5 Minuten mit der Stadtbahn oder 10 Minuten mit dem E-Bike benötigt, ein Thema, das er nicht im Auge hat. Und wenn man unsere gute Gesundheitsversorgung beeinträchtigt, hat man für andere Projekte natürlich ein Vielfaches an Geld übrig. Beispiele gefällig, da plant die Landesregierung mehrere Stellen promovierter Sozialwissenschaftler, um die Natur-Mensch-Beziehungen im zukünftigen Naturpark Schwarzwald zu untersuchen. Ich kann mir ehrlich gesagt nichts drunter vorstellen, vielleicht jemand anders hier in dem Raum. Ich sage Ihnen, hier werden einfach die Prioritäten falsch gesetzt. Die zuständigen Politiker wissen genau, woran es in unserem Gesundheitssystem krankt, aber sie tun nichts dagegen. Es ist zum einen die verfehlte Fallpauschalenregelung, die bundesweit gilt, die aber nicht das Lohnniveau der einzelnen Bundesländer vollständig berücksichtigt und die Krankenhäuser dazu zwingt, natürlich Behandlungsmethoden anzuwenden, die natürlich viel Geld bringen. Im europäischen Vergleich sieht man auch die Folgen, denn die Operationen in Deutschland
nehmen immer mehr zu, also gerade was die Bandscheibe, die Knie und so weiter betrifft. Da hilft es auch nichts, denn in Baden-Württemberg schreiben die Krankenhäuser zu 50% rote Zahlen. In anderen Ländern ist es natürlich nicht so hoch, weil sie einfach nicht diese hohen Personalkosten haben, aber in Baden-Württemberg ist es der Fall. Und das betrifft nicht nur kleine Krankenhäuser, sondern genauso große Krankenhäuser, auch die schreiben rote Zahlen. Also es ist nicht genau gesagt, dass wenn ein Krankenhaus groß ist, dass es auch dementsprechend auch funktioniert. Und zum Weiteren steigen auch die Betriebskosten in den Krankenhäusern, es werden immer neue Regelungen eingeführt und gleichzeitig reduzieren die Länder die Gelder für die Krankenhausinvestitionen. Auch in Baden-Württemberg wird der Sozialminister der Grünen die Investitionen heruntersetzen. Das ist auch im Haushalt schon so beschlossen. Wir als AfD haben hierzu im Haushalt des Landtags eine leichte Erhöhung gefordert, weil es einfach ohne Investition nicht geht. Doch der grüne Sozialminister sieht hier keinen Handlungsbedarf, er ist da stur. Wegen dieser Situation hat dann der Bund einen Krankenhausstrukturfonds eingerichtet und damit diese Krankenhäuser ihre Strukturen verändern. Also wie sieht diese Strukturveränderung aus? Entweder man reduziert Betten, man schließt Abteilungen oder man schließt ganze Krankenhäuser und man dementsprechend hier was zu bewirken. Und dafür bekommt man im Gegensatz dafür Geld vom Bund, damit man sozusagen die Klinik weiter betreiben kann. Und wir haben nun auch in Künzelsau diese Situation, wir haben 50 Millionen Euro vom Sozialministerium zugesprochen bekommen für den Neubau in Öhringen, für das Krankenhaus. Allerdings müssen wir 50 Millionen selbst zuschüssen. Und diese 50 Millionen muss das Krankenhaus erstmal verdienen. Und meine Damen und Herren, ich mache mir da wirklich große Sorgen, inwiefern der Standort in Öhringen weiter bestehen wird. Weil wir gehen hier ein großes Risiko ein und das hat eine große Verantwortung beim Kreistag, dass es hier wirklich weitergeht und dass Öhringen auch ausgelastet wird, sobald der Neubau steht. Denn daran hängt alles. Es ist noch völlig offen, wie es dann letztendlich auch ausgeht, aber wie schon gesagt, das wäre natürlich ein Rieseneinschnitt bei uns in Hohenlohe. Und auch diese Priorität, also doch nicht nur die Prioritäten, sondern auch die Förderbedingungen werden falsch gesetzt, meiner Meinung nach. Ihr habt ja selber beim Solebad in der Stadt Niedernhall erlebt, ich bin ja selber von Niedernhall, habe dort eine Weile gelebt, bin jetzt inzwischen nach Öhringen gezogen. Von daher weiß ich, wie wichtig das Solebad ist. Es mag zwar nicht riesig sein, ist aber dennoch ein Aushängeschild der Stadt und vor allem ebenfalls auch eine gesundheitliche Infrastruktur für Hohenlohe. Gerade ältere Menschen aus der gesamten Region erholen sich dort oft im mineralischen Wasser. Nun ist das Solebad mittlerweile stark in Mitleidenschaft gezogen und der anvisierte Neubau soll ca. 8 Millionen Euro kosten für eine sehr kleine Stadt mit 4000 Einwohnern. Eine nicht stellbare Summe. Dann möchte man sich ja auch nicht jahrzehntelang verschulden. Und in der Regel gibt es auch in solchen Fällen übrigens Fördertöpfe des Landes, beispielsweise Tourismus, Infrastrukturförderprogramme oder das Entwicklungsprogramm ländlicher Raum. Dementsprechend habe ich natürlich die zuständigen Minister Haug, Hofmeister Kraut und so weiter auch eingeschrieben und auch wirklich lange Briefe geschrieben, ihnen auch der Ernst der Lage erläutert und die darum gebeten, das Solebad doch noch in Betracht zu ziehen, auch mit so einem Fördertopf. Den Antworten war dann zu entnehmen, dass man dies zwar gerne wollte, aber nicht könne. Die Begründung war nicht etwa Geldmangel, sondern es ist viel absurder. Bei dem einen Förderprogramm lag es daran, dass nur Freibäder gefördert werden, bei dem anderen daran, dass Niedernhall kein staatlich anerkannter Kurort ist. Wäre Niedernhall also ein Tourismusort mit Hotellerie, stünde Geld zur Verfügung und so hätte das Solebad kein Dach, dann wohl ebenfalls. Weil all dies jedoch nicht der Fall ist und das Solebad von den Menschen hier aus der Region ganzjährig zu gesundheitlichen Zwecken genutzt wird, gibt es also kein Geld. Das ist sicherlich keine Gerechtigkeit.
Ich sage Ihnen, Fehlkonstruktionen wie die grotesken Förderregeln müssen der Vergangenheit angehören. Die gesundheitliche Infrastruktur im ländlichen Raum, die auch Geld in den Ort bringt und Arbeitsplätze erhält, muss bei solchen Programmen viel wichtiger sein als die Subventionierung von Bädern, die in ohnehin pulsierenden Tourismusorten. Die Prioritäten hier gerade zu biegen, ist der AfD ein wichtiges Thema. Nun haben auch unsere baden-württembergische Bundestagsabgeordnete herausgefunden, dass es aber dass es einen neuen Fördertopf des Bundes gibt hierzu und wir haben also diese Information von diesem Fördertopf auch dem Bürgermeister Beck zur Verfügung gestellt und ich hoffe, dass dies zum Erfolg für das Sohlenbad dann letztendlich verhilft. Wir als AfD-Landtagsabgeordnete profitieren natürlich von den Bundestagsabgeordneten und viele Themen, auch regionale, sind Bundesangelegenheiten und eine Vernetzung ist hier natürlich sehr wichtig für uns. Ich möchte Ihnen noch, bevor ich zum Schluss komme und das Reden meinem Kollegen Udo Stein weitergebe, möchte ich noch auf eins hinwirken, was wir auch auf Landesebene erreicht haben. Ich bin ja wohnungsbaupolitischer Sprecher der AfD-Landtagsfraktion und mir war es wichtig, dass wir einfach günstigen Wohnraum für alle bekommen. Wie haben wir das erreicht? Wir haben 2 Gesetzesentwürfe eingebracht. Zum einen haben wir die Senkung der Grunderwerbsteuer eingebracht und ein Gesetz dazu von 5% auf 3,5%. Die Vorgängerregierung von Grün-Rot hat ja damals in ihrer Regierungsphase die Grunderwerbsteuer von 3,5 auf 5% erhöht. Und das Gleiche gilt auch für die Landesbauordnung. Auch hier hat die Vorgängerregierung zwischen Grün-Rot die Landesbauordnung auch sehr aufgebläht. Hier haben wir auch einen Gesetzesentwurf eingebracht, um auch die Fassaden und die Dachbegrünungen und auch die Fahrradstellplätze zu streichen, weil dies alleine für jeden Bauherrn bei einer 100 Quadratmeter Wohnung ca. 15.000 bis 48.000 Euro an Mehrkosten verursacht. Und das war uns wichtig, dass hier eine Entbürokratisierung der Landesbauordnung, dass wir dies einbringen. Sie sehen, wir haben im Landtag noch einiges für die Region auf den Weg gebracht und anschließend an dieser Veranstaltung haben wir ja eine Fragerunde, da dürfen Sie wirklich alles fragen, also möchten. Wir sind auch gespannt, wir sind dialogbereit und nun möchte ich an meinen Kollegen Udo Stein aus Bieler-Zahl übergeben, wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Abend. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar interessante Sachen mitgeben. Herzlichen Dank fürs Zuhören.